Wenn du darüber nachdenkst, in Portugal zu leben, ist eine stabile Internetverbindung sehr wichtig, egal ob für Arbeit, Kommunikation oder Unterhaltung. Ohne Internet geht heute kaum noch etwas. Deshalb stellt sich die Frage, wie gut ist das Internet in Portugal wirklich? Die gute Nachricht ist, in vielen Regionen, besonders an der Algarve, ist das Internet grundsätzlich gut ausgebaut. In Städten und größeren Orten gibt es oft stabile Verbindungen. Auch Glasfaser ist in vielen Bereichen verfügbar. Das bedeutet, dass du in vielen Fällen problemlos arbeiten und streamen kannst. Aber es gibt auch Unterschiede. Und genau darauf solltest du achten. Der erste Punkt ist die Lage. In Städten ist die Internetverbindung meist stabil und schnell. In ländlicheren Regionen kann es Unterschiede geben. Dort kann die Geschwindigkeit niedriger sein oder die Verbindung weniger stabil. Deshalb ist es wichtig, sich vorab zu informieren, wie die Situation an deinem konkreten Standort ist. Der zweite Punkt ist der Anbieter. In Portugal gibt es mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Tarifen. Die Preise und Leistungen können variieren. Deshalb lohnt es sich, Angebote zu vergleichen. Achte nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Geschwindigkeit und Stabilität. Der dritte Punkt ist die Nutzung. Für einfache Anwendungen wie Surfen oder E-Mails reicht eine normale Verbindung oft aus. Wenn du jedoch regelmäßig mit Video arbeitest, große Dateien hochlädst oder im Homeoffice bist, brauchst du eine stabile, schnelle Verbindung. Hier solltest du besonders darauf achten, dass die Internetgeschwindigkeit ausreicht. Ein weiterer Punkt ist die Installation. Wenn du eine Wohnung mietest, kann es sein, dass bereits ein Anschluss vorhanden ist. In anderen Fällen musst du selbst einen Vertrag abschließen. Das kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb ist es sinnvoll, sich frühzeitig darum zu kümmern. Ein wichtiger Aspekt ist auch das mobile Internet. In vielen Regionen ist das mobile Netz gut ausgebaut. Das kann eine Alternative oder Ergänzung sein, besonders wenn du unterwegs bist. Trotzdem solltest du dich nicht ausschließlich darauf verlassen, wenn du regelmäßig online arbeiten möchtest. Ein weiterer Punkt ist die Stabilität. Auch wenn die Geschwindigkeit gut ist, kann es in manchen Fällen zu Schwankungen kommen. Das ist nicht ungewöhnlich und hängt oft von der Region und dem Anbieter ab. Deshalb ist es sinnvoll, sich vor Ort umzuhören oder Erfahrungen einzuholen. Was bedeutet das jetzt konkret? In vielen Teilen Portugals kannst du problemlos online arbeiten. Aber es ist wichtig, den konkreten Standort zu prüfen. Denn die Unterschiede können größer sein, als man denkt. Mein Tipp ist deshalb ganz einfach. Informiere dich vorab über die Internetverbindung an deinem Standort. Frage nach, welche Anbieter verfügbar sind und welche Erfahrungen andere gemacht haben. So vermeidest du Probleme und kannst deinen Alltag besser planen. Denn eine stabile Internetverbindung ist heute ein wichtiger Teil des Lebens im Ausland. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie teuer das Leben insgesamt in Portugal ist und wie du ein realistisches monatliches Budget planen kannst.